Das Abenteuer lässt sich nicht so einfach an den Nagel hängen. Also würde ich sagen, es ist mal wieder an der Zeit, in die Hände zu nicht so, sondern naja, wie man das halt gerade so macht. Man sagt ja oft, das Abenteuer liegt direkt vor der Haustür. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir liegt da nur eine olle Fußmatte. Ich musste mich also selbst auf die Suche nach dem ganz großen kleinen Abenteuer machen. Also, wieder in die Hände gespuckt und das altbekannte Team reaktiviert. Jetzt haben wir eine Mission. Nach langen Nächten zusammen mit Philippe am Rechner und nach etlichen Tagen Scouting vor Ort entfaltete sich auf einmal ein Track vor uns. Das größte kleine Abenteuer der Welt. Ein Track mit 241 Metern Abenteuer, verteilt auf 5 spektakuläre Tagesetappen mit 99% Offroad-Anteil. Zu Hause, nimm das. Das sind die Adventure Country Tracks at Home Corona Edition. Ende April 2020. Jetzt ist es soweit. Die Motorräder sind mit Toilettenpapier und Desinfektionsmittel bepackt. Der Beginn einer neuen Reise. Und auch einen altbekannten Reisepartner und Weggefährten aus der Nachbarschaft konnte ich für das verwegenste aller Abenteuer gewinnen, bei dem wir uns einfach mal für die nächsten 5 Tage ins Ungewisse stürzen. Ja, guten Morgen hier zum Start Tag 1 der ACT Home Corona Edition. Dank der hervorragenden Arbeit unseres Track Managers in Zusammenarbeit mit unserem Super Scouter Stefan haben die beiden hier einen extrem anspruchsvollen Track hergestellt, den wir jetzt in den nächsten 5 Tagen fahren dürfen. Wir haben aufgrund eures Feedbacks in den letzten Jahren gesehen, dass ACT e.V. ein wichtiger Bestandteil der Enduristen, Motorradwanderer und Reisenden geworden ist. Und ich bin einfach froh, dass wir auch in den Corona-Zeiten das wieder auf die Beine stellen konnten oder überhaupt auf die Beine stellen konnten. Jetzt freue ich mich darauf, die nächsten 5 Tage diese tolle Route zu fahren. Ja, ich kann euch sagen, es war echt nicht einfach, diesen Track hier zusammen mit Philippe zusammenzustellen. Wir haben da echt alles Mögliche genutzt, was uns zur Verfügung stand. Also wir haben echt nächtelang per Videokonferenz zusammen irgendwie am Rechner gehangen, haben uns das Terrain per Google Earth angeschaut und konnten so dann nachher eine wirklich tolle Route wieder zusammenstellen, auch wenn es halt dieses Mal auf ein bisschen Abstand ging. Und zugute kam halt auch, dass ich seit vielen Jahren hier in der Region halt schon wohne und unterwegs bin, deswegen konnte ich schon Teile des Tracks zusammenstellen. Ja, wir sind dieses Mal halt durch die Umstände ein sehr, sehr kleines Team. Ich fahre zusammen mit Mirko die Tour. Begleitet werden wir halt mit richtig viel Abstand noch von Janan im Jeep, im Begleitfahrzeug bzw. im Kamera-Crew-Fahrzeug. Ja, 5 Tage, 241 Meter, 99% Offroad, ACT at Home Corona Edition, Start von Tag 1. Ich bin echt froh, dass es jetzt losgeht. And don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be everything you choose. So, ich würde sagen, los geht's, aber hier vorne bei der Abzweigung, da muss ich ja erstmal noch mal kurz aufs Navi schauen. Also, so, wir sind jetzt hier. Ich meine, wir müssen ein bisschen gucken. Der Tag, der hat ungefähr 22 Meter. Nee, aber ich sehe es gerade, der Track kommt nachher hier zurück an Tag 5. Also hier müssen wir scharf links abbiegen. Alles klar. So, jetzt guckt ihr einfach mal ein bisschen die Landschaft hier an. Ist das nicht geil? Das ist schon schön. Das ist direkt vor der Haustür eigentlich. Ne? Ja.
Tag 1 zu Ende. Was ein geiler Start, was ein geiler Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier bei uns in der Umgebung solche geilen Tracks finden kann, die dann auch noch legal fahrbar sind. Mega. Ich habe mich echt gefreut, war ein super Tag. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Also ich muss echt sagen, das war ein erster ACT-Tag, wie man ihn sich wirklich wünscht. Wir haben eine relativ kurze Etappe gehabt, super Strecken heute, tolle Landschaft. Ein perfekter Tag, um einfach mal wieder reinzukommen, um ja, ein bisschen Gefühl wieder fürs Motorrad zu kriegen. Denn ich glaube, ja, mir geht's so, ich glaube den anderen bzw. Mirko geht's auch so, wir sind einfach schon verdammt lange nicht mehr gefahren. Tag 1 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition führt uns auf kräftezehrenden 22 Metern von unserem Startpunkt über gut ausgebaute Schotterpisten bis zum Ziel. Auf dieser vergleichsweise kurzen Etappe werden sowohl Offroad-Einsteiger als auch Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten kommen. Guten Morgen. Ja, ich bin noch nicht so wirklich da. Hast du auch so kurz geschlafen? Und das ist das, was es dann auch wieder ist, wenn man wieder das erste Mal seit langer Zeit los ist. Man muss sich echt erstmal wieder an diesen Rhythmus gewöhnen, den man da hat. Lange fahren, spät abends ins Bett gehen und dann wie jetzt früh morgens wieder aufstehen, was sowieso schon nicht meine Uhrzeit ist. Aber es ist durchaus sinnvoll, früh morgens loszustarten. Denn egal wie der Track erstmal erscheint, man weiß nie, was unterwegs passiert. Und dann kann ein kleiner Fehler, ein kleines Problem 2-3 Stunden in Anspruch nehmen und dann wird es schon echt wieder eng mit dem Tag. Aber ich freue mich drauf und bin gespannt, was es zu bieten hat. So, ich check hier gerade noch mal den Track für heute, für Tag 2 auf dem Navi. Guck, dass auch alles wirklich gut erkennbar ist. Was ich jetzt eben schon mal mir rausgesucht habe, die Länge, wir sind mit 25 Metern heute ungefähr 3 Meter länger als gestern. Deswegen natürlich auch wieder gut, dass wir relativ früh aufgestanden sind. Aber ich denke mal, das werden wir trotzdem ganz gut schaffen. Ich merke es wirklich so ein bisschen in den Schultern jetzt gerade. Also Muskelkater kommt langsam. Da ist, ja, macht sich bemerkt, dass man länger nicht gefahren ist. So, Track steht auf jeden Fall schon. Ich mache jetzt noch das Fahrerbriefing mit Mirko und dann kann es losgehen. Also, willkommen in dieser ACT at Home Corona Edition. Ja, etwas kleinerem Fahrerbriefing als sonst haben wir ja ein bisschen mehr, aber trotzdem herzlich willkommen jetzt hier an Tag 2. Also heute erwartet uns ein Track etwa 3 Meter länger als gestern. Ich habe es eben schon kurz im Interview bei Canan erwähnt. Ja, Streckenbedingungen, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, ja, halt gerade eben, ne? Du bist echt weit weg. Auf Abstand. Wir haben heute eher schnellere Passagen, also gut ausgebaute Schotterpassagen, nicht so technisch und auch nicht so navigationstechnisch anspruchsvoll wie gestern. Es geht halt viel geradeaus, wir sind relativ schnell unterwegs, deswegen einfach heute die Devise wieder vorsichtig sein und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Ich freue mich drauf. Also, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Tag 2. Ja. Morgens Sonne steht noch ein bisschen tief, aber ja. Wie gesagt, heute gute Passagen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Konzentration verlieren. Und dann, oh, passt wie viel Meter haben wir heute? Heute haben wir 3 mehr als gestern. Okay, also knapp 25 Meter. 25 Meter werden es heute schon sein, ja. Wird sportlich. Ja, gut. Wie lang fahren wir denn jetzt noch? Warte, ich muss mal gerade aufs Navi gucken. Oh, fuck! Ah, warte, ich komm. Ich helfe dir. Ah, du weißt ja, ich muss Abstand halten. Aber ich kann dich emotional unterstützen. Du schaffst das. Ja.
Das sieht gut aus. Und das ist das, was ich auch immer wieder predige. Fahr nicht alleine. Fahrt im Team. Ohne Hilfe, Unterstützung würdest du jetzt hier liegen. Alles gut, nichts passiert? Also, kurzen Moment mal irgendwie nicht aufgepasst, zu lange aufs Navi nach dem Track geschaut. Und dann muss ich mit dem Vorderrad irgendwie in eine Rille reingekommen sein und hat es mich weggeschmissen. Also zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. So vor meinem inneren Auge ist da direkt der Film vom Rumänien Scouting abgelaufen. Das wäre echt jetzt das Ende unserer Tour gewesen. Super. Cheers. War ein super Tag, oder? Ich muss sagen, ich mag so diese Tage, wenn du diese schnellen Passagen hast, wo wir ein bisschen mehr ans Gas gehen können. Aber ich freue mich jetzt auch auf so ein paar technische Passagen, wo es ein bisschen schwieriger wird von den Anforderungen. Erwartet uns da was in den nächsten Tagen? Ja, haben wir morgen auf jeden Fall. Haben wir da eine Section drin, so in der Mitte ungefähr. Die ist nicht ganz ohne. Also, Freue mich drauf. Prost. Tag 2 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition führt uns auf eine halsbrecherisch schnellen und 25 Meter langen Etappe über die Gravel Roads der Region. Auch wenn der Tag vom Schwierigkeitslevel mit einfach bewertet ist, war der Crash heute nochmal eine eindeutige Warnung an uns. Morgen. Morgen! Schlafen? Ja, Fit für den Tag? das auf jeden Fall. Du hast gesagt, heute wird es ein bisschen anspruchsvoller. Also darf ich mich auf technische Sachen freuen? Also wir haben heute so eine Passage drin, die ist nicht ganz ohne. Da ist eine relativ enge Stelle. Da müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Ja, aber Bin gespannt. Machen wir dann. packen wir's. Kannst du mal kurz noch einen Schritt zurückgehen? Ich wollte meine Tasche. Danke. Ist mir sonst alles ein bisschen eng hier gerade. Ja. Warte, ich gehe auf die Seite. Ja, also wie heute Morgen im Fahrerbriefing schon erwähnt, wird es heute ein bisschen technischer. Für die Leute, die, ja, ich sag mal, eher weniger erfahren sind, gibt es für den Fall auch wieder eine Alternativroute, wie wir das sonst auch machen. Die führt euch dann über Asphalt bis zum Ziel heute Abend. Also das heißt, hier haben wir natürlich auch geguckt, dass wir da für alle Eventualitäten vorbereitet sind. Ja, Beginn von Tag 3 der ACT Home Corona Edition. Ich freue mich sehr auf den Tag, denn dies ist der Tag mit dem etwas technisch anspruchsvolleren Programm. Ich bin gespannt, was uns erwartet, und ich würde sagen, sobald Stefan fertig ist, fahren wir los. Wir sind jetzt hier Ende von Tag 2, Anfang von Tag 3. Wir müssen mal gucken, ungefähr Hälfte von Tag 3 wird ein bisschen schwierig. Müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Dann würde ich sagen, fährst du vor, ich folge dir. Gut, alles klar. Also hier mit dem tiefen Schotter, das ist ja schon, ne, das fängt schon an, direkt ein bisschen technischer zu werden heute. Ja, und jetzt hier geht es auch wirklich bergauf und es ist echt verdammt eng. Das Also sieht auch eng aus. Echt gucken. Also hier, Also das passt mit dem Koffer, aber das passt. hier rechts geht's mit dem Koffer. Ich glaube, links habe ich auch noch ein bisschen Platz, oder? Ja, links hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, aber rechts ist schon... Ja, genau. Sag du mir einfach an, wenn ich Ja, nee, das geht schon. Ja? Das geht schon. Ja, das geht.
Okay, ich gucke lieber noch mal. Ja, hier habe ich noch Platz. Da wird es knapp. Okay. Gut. Wie ist bei dir? Kommst du durch? Ja, ich habe ja keine Koffer dran. Für mich ist das hier relativ einfach. Nur die Steigung, die ist halt schon, ne? Ja. Hier am Berg anfahren, das ist ja immer so ein Thema. Ja. Oh, ich glaube, hier können wir echt mal Pause machen, oder? Das sieht schön aus hier, ne? Ja. Das sieht echt schön aus. Ja, das mag auf dem Video jetzt gar nicht mal so eng ausgesehen haben, aber tatsächlich, also im Reellen ist es sehr eng. Dazu kommt, dass es hier steil bergauf geht. Und jeder, der auch frühmorgens schon mal losgefahren ist, weiß, dass frühmorgens gerade im Schattenbereich ist es noch sehr feucht und kann somit auch sehr rutschig sein. Dementsprechend ist unsere Fahrgeschwindigkeit einfach dem angepasst und wir machen es hier ein bisschen ruhiger und sind einfach froh, dass wir diese enge Passage geschafft haben. Also ich muss echt sagen, ich mag das, ab und zu mal in der Natur irgendwo anzuhalten, schön Pause zu machen. Die Zeit, die haben wir heute auf jeden Fall noch, auch wenn jetzt gerade der Abschnitt, der enge Abschnitt ein bisschen was an Zeit gekostet hat. Ja, da muss man einfach langsam machen, auch mal links und rechts gucken, ob das mit den Koffern hier gerade dann noch passt. Aber ist ja alles gut gegangen hier bis jetzt auf dem Abschnitt. Und ich muss sagen, vom Planungsaufwand war es doch schon ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Portugal, Griechenland, Rumänien oder letztes Jahr Italien. Da wir hier eine Strecke haben, die halt auch zum Teil über Privatgelände führt, da mussten wir natürlich sehr viel mit den Grundstücksbesitzern abstimmen, kommunizieren, sodass wir das hier dann zu zweit fahren können. Das haben wir Gott sei Dank alles hinbekommen. Ja, jetzt hoffe ich, dass unsere Zeit nicht allzu knapp wird. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von Tag 3 geschafft, also circa 30 Meter. Wir haben jetzt noch 30, 31 Meter vor uns heute. Ziel ist heute eines der ältesten noch stehenden Gebäude hier aus der Region von, ich glaube 1522. Ein bisschen Kultur und Geschichte heute also noch hier auf dem Programm an Tag 3 vom ACT. Ich hoffe, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Ich freue mich drauf. Der Track von Tag 3 ist ganz nach unserem Geschmack. Gespickt mit der ein oder anderen Herausforderung führt er uns vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Region und wir freuen uns auf die bevorstehende Besichtigung des alten Anwesens, das seit einigen Jahren mit viel Liebe zum Detail von Restaurationsexperte Thomas wieder hergerichtet wird. Es ist wie der Beginn einer Zeitreise, als Thomas anfängt, uns vom aufwendigen Restaurierungsprozess des Gebäudes zu erzählen. Die Verwendung traditioneller Baumaterialien, die Handwerkskunst der damaligen Zeit zu verstehen und so ein Projekt vom Keller bis zum Dach in die Hand zu nehmen. Das erfordert viel Zeit, Wissen und Geschick und so staunen wir uns buchstäblich durch jeden Winkel und hängen gebannt an Thomas Lippen, der uns von den Schwierigkeiten der Anfangsphase erzählt. Teile des Balkenwerks der ursprünglichen Außenwand gehen vermutlich auf das Jahr 1522 zurück. Ein Detektivspiel und eine Spurensuche in knapp 500 Jahren Geschichte der Region. Und Hinweise dazu finden sich in nahezu jedem Winkel des Hauses. Also ich muss echt sagen, das war jetzt mal wirklich was anderes an Programm hier nach 2 Tagen Landschaft und Natur, dann auch mal sowas zu sehen. Also ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es dann komplett fertig ist. Und ich denke, dann wird es auch bald irgendwie zur Vermietung angeboten. Vielleicht das richtige Quartier für die Abenteurer-Hungrigen unter euch. Und vor allem der große Vorteil, es liegt direkt am Track. Nach diesen geballten Eindrücken sehnen wir uns heute nach nichts mehr als einem langen Abend am Lagerfeuer. Auch das darf natürlich auf unserer Abenteuerreise nicht fehlen. Geschichten von alten Zeiten erzählen und die vergangenen 3 Tage Revue passieren lassen. Und gerade als wir an unsere Freunde und Wegbegleiter der vergangenen ACTs denken, erreicht uns eine Nachricht aus Portugal. It is here, in the middle of the jungle.
that the true adventurers are now kept in isolation. But there is a legend I would like to share with you. The legend says that there is no war, no man, no disease and no virus that shall break our spirit. And the legend also says that soon we shall be free again and we shall overcome the situation in riding the next adventure country tracks of our lives. Please stay safe, stay good. Cheers! Tag 3 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition hat es mit insgesamt 61 Metern wirklich in sich. Wird aber nicht der längste sein, so viel sei schon mal verraten. Wir müssen uns also unsere Kräfte einteilen und bewusst damit haushalten. Wäre die enge Passage heute unpassierbar gewesen, dann hätten wir immerhin noch eine Alternativroute über Asphalt im Programm gehabt. Gute Vorbereitung ist eben alles. Ja, ich muss sagen, nach dem doch deutlich anstrengenderen gestrigen Tag war das Lagerfeuer gestern die beste Wahl. Es hat wieder Mut gemacht für den nächsten und für den heutigen Tag und für die nächsten Tage, die noch kommen werden. Das ist echt, wenn man so darüber nachdenkt, wie wir damals angefangen haben in Portugal, da hat noch keiner gewusst, dass das einfach so eine tolle Geschichte sein wird und doch so viel Wachstum in sich hat und die Leute das auch so sehr aufnehmen. Ich bin wirklich froh, dass wir das durchgezogen haben, dass wir mit angefangen haben und wirklich Land für Land weiter bereist haben. Aber genug der guten Worte. Ich würde sagen, Moped ist gepackt, noch eben schnell die Visiere sauber machen und dann würde ich sagen, starten wir auch schon in den Tag. Du stöhnst so, als wenn wir Griechenland Tag 4 wären. So, wir sind jetzt tatsächlich Tag 4. ACT at Home. Tag 4. Ich gucke jetzt gerade mal, 44 Meter insgesamt. Okay. Wenn wir uns beeilen, dann kriegen wir das bis heute Abend hin. Und wenn ich richtig verstanden habe, wir fahren jetzt Berg runter, das heißt, wir brauchen die Winterjacken jetzt gar nicht drüber ziehen, weil es wird sowieso wärmer, ne? Genau, also den ganzen Tag wird es wärmer. Mit jedem Meter, den wir runterkommen, wirst du es einfach merken. Insgesamt wie viel Meter werden wir Höhenmeter reduzieren? Circa 4. Ja, 4 Höhenmeter. Ja. Also okay. Unten sollte es schon 2-3 Grad wärmer sein, mindestens. Hast du meinen Sprung vorhin gesehen? Ich war bestimmt eine Minute oder so in der Luft. Ja. Okay. Ich würde sagen, fest vor, wie immer. Ja. Oh, guck mal hier vorne links. Wäre das nicht was, dass wir es mitnehmen als Ersatzrad für deine KTM? Ja, also wir haben etwas über die Hälfte von Tag 4 jetzt hinter uns gebracht. Der Track heute ja in etwa 41 Meter Länge. Und heute ist das Streckenprofil auch komplett anders als an den letzten Tagen. Also nicht nur vom geografischen, sondern auch von der Bodenbeschaffenheit. Heute geht es den ganzen Tag wirklich steil bergab und ihr seht schon, der Track sieht ein bisschen anders aus. Also es ist nicht mehr so gleichmäßig geschottert. Das heißt, wir haben natürlich Glück mit dem Wetter, aber wenn es mal regnet, dann kann es halt durchaus sein, dass das Ganze hier zu einer Rutschpartie wird, ähnlich wie in den Wäldern von Rumänien. Deswegen achtet halt auch immer auf die Reifenwahl, jetzt nicht nur bei diesem Track, sondern auch bei den 4 anderen, die es schon für euch zum Download gibt auf adventurecountrytracks.com. Wenn ihr solche Strecken nachfahrt, dann nehmt euch auf jeden Fall geländetaugliche Reifen, also was mit gutem Profil würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also mit Straßenreifen seid ihr auf so einer Tour einfach schlecht beraten.
Ja, hier am Tag 4 der Adventure Country Tracks Home Corona Edition können wir die Auswirkungen von Corona spüren. Der Track geht vorbei an diesem Outdoor Fun Park, wo normalerweise sich um diese Uhrzeit Familien tummeln. Wir haben Hochseilgarten hier, wir haben Kletterwände hier, Schaukeln, alles leer und verlassen. Die Pensionen und Hotels haben zu. Das heißt für uns Übernachtung unterm freien Himmel, was wir sowieso bevorzugen. Es ist schon dramatisch zu sehen, wie die Zeit stillsteht. Es ist das Bild, das unsere Zeit im Moment prägt. Nix los, wo man nur hinblickt. Der Balkon, die Terrasse, das auch noch so kleinste Stück Garten sollte jetzt zum Motorradfahren genutzt werden. Nicht jeder hat das Glück wie wir, neben der ollen Fußmatte auch gleich noch das ganz große kleine Abenteuer direkt vor der Haustür zu haben. Und gerade auch, weil dieser Track nicht für euch zum Nachfahren ist, solltet ihr mal vor eurer Tür nachschauen, was euch dort so erwartet. Tag 4 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition. Auf den technischen Bergabpassagen kommt der Fahrspaß auf der insgesamt 44 Meter langen Strecke definitiv nicht zu kurz. Auf unser Tageshighlight, den Besuch des Outdoor Activity Parks, müssen wir zwar wohl oder übel verzichten, aber eine gute Sache hat das Ganze. Wir sind morgen fit für die längste aller Etappen dieser epischen Reise. Ja, guten Morgen hier am Start von Tag Nummer 5 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition. Und Tag 5, ich kenne das schon von den letzten Jahren, das ist immer wieder der Tag, wo man merkt, scheiße, die Zeit, die verfliegt doch irgendwie. Also 4 Tage haben wir schon hinter uns, jetzt der letzte Tag schon wieder, komisches Gefühl. Wir haben heute aber wirklich noch einiges an Strecke vor uns. Wir haben uns wirklich die Marathon-Etappe für den letzten Tag aufgehoben mit, ich glaube, 89 Metern. Und dann haben wir hier das Ding komplett. Ja, der Track insgesamt, muss ich sagen, wirklich interessantes Höhenprofil auch. Also wir sind jetzt hier am tiefsten Punkt angelangt der Adventure Country Tracks in dieser Edition mit ca. 230 Höhenmeter. Wir waren an Tag 3 schon mal ungefähr auf 234,5 Meter und da merkt man doch schon, dass es hier einiges an Steigung eben oder an Gefälle zu bewältigen gibt. Heute steht noch mal eine Etappe auf. Es geht erstmal los, immer schön eben, dann kommt aber noch mal ein Anstieg. Ja, und dann werden wir hoffentlich heute Abend dann irgendwo uns zum wohlverdienten Feierabendbierchen treffen und ja, ich sag mal hier unseren Abschluss feiern können. Bin gespannt, was uns heute noch erwartet. Guten Morgen, Tag 5, der Wehmutstag, aber ein Adventure-Tag. Wir haben uns bewusst für den späten April entschieden, um den Track zu fahren. Aufgrund der Höhenlage, die wir hier haben, ist alles, was vor April liegt, also zwischen Oktober und April, einfach nicht fahrbar. Man muss hier doch mit erhöhtem Schneeaufkommen rechnen und aufgrund der Enge der Fahrbahn schaffen es teilweise auch die Räumfahrzeuge nicht. Von daher wäre Mai bis Oktober eigentlich eine gute Zeit, diesen Track nachzufahren. Okay, Navi ist bereit. Ich check hier gerade noch mal die Lage. Jawohl. Adventure Country Tracks at Home Corona Edition, Tag 5. Ist immer so ein bisschen mit Wehmut der letzte Tag, ne? Oh ja, habe ich eben auch schon gesagt, ey. Es ist immer irgendwie ganz kacke. Du willst dann eigentlich bist du gerade so richtig drin und willst, dass es weitergeht. Ja, ja. Aber dann bist du auch schon wieder irgendwie am Ziel. Ja, auch für diese Strecke, da habe ich mich wieder viel mit Felipe beraten und wir haben auch einen Weg gefunden, gerade hier an den vielbefahrenen Stellen, doch einen Weg zu finden, der um die zumindest uns bekannten Geschwindigkeitskontrollen drumherum geht. Nicht, weil wir hier die Sau rauslassen wollen, ganz im Gegenteil, sondern einfach, damit wir nicht mehr, ich sag mal, in das Fettnäpfchen tappen, wo wir in Rumänien reingetappt sind. Im Scouting, vielleicht habt ihr die Folge gesehen,
Wir sind aus der Ortschaft raus, letzte Haus war vorbei, haben wieder durchbeschleunigt, aber das Ortsschild kam erst 1000 Meter später und da tappt man eben schon mal schnell in die Falle. Das konnten wir jetzt zum Glück vermeiden, aber trotzdem, ich denke mal, auch hier ist eine angepasste Geschwindigkeit angemessen auf so einem Track, auch wenn er relativ kurz ausfällt dieses Mal. Ja, danke Stefan an die Überleitung. Das bringt mich zu dem Thema, was ich nochmal erwähnen wollte. ACT-Tracks sind keine Rallye, keine Competition, kein Rennen. Wir sehen das als Reise, als Abenteuer. Seht das auch so und genießt die Fahrt, genießt das Abenteuer, die Reise, die Fahrt gemeinsam und die Erlebnisse, die ihr haben könnt. Dem ACT e.V. ist es wichtig, dass diese Strecken lange erhalten bleiben. Dazu ist es wichtig, dass wir uns alle respektvoll verhalten und die Regeln der einzelnen Länder echt ernst nehmen und auch wahrnehmen. Ich weiß, das fällt manchmal schwer, gerade auf so Passagen wie hier, wo man deutlich schneller fahren könnte. Das muss nicht sein. Genießt einfach das Abenteuer. Wir sind auf dem letzten Abschnitt der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition. Hinter uns liegen 4,5 Tage und rund 200 Meter Abenteuer. Noch reicht der Sprit in unseren Maschinen. Bevor wir uns aber mit dem Finisher-Abzeichen schmücken können, liegt noch eine letzte knifflige Passage vor uns, eine letzte Kurve und nur noch wenige Meter eines atemberaubenden Tages. Tag 5 der Adventure Country Tracks at Home Corona Edition. Und hier können einem ja schon fast die Tränen kommen. Ja, wer hätte das vor ein paar Tagen noch gedacht, dass mit der 89 Meter langen Schlussetappe dieses größte kleine Abenteuer der Welt schon wieder zu Ende geht. Ja, und wieder geht eine ACT zu Ende. 5 ereignisreiche Tage liegen hinter uns, 241 Meter Offroad mit 99% Offroad-Anteil, sicherlich die Offroad-lastigste ACT unter den ACTs, aber durchaus fahrbar für jedermann. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, jetzt gerade in Zeiten des Lockdowns, einfach mal runter vom Sofa, raus aus dem Haus, 5 ereignisreiche Tage erleben, war wirklich eine super Zeit. Wir sind wieder angekommen am Startpunkt. Wir haben bewusst einen Rundkurs gewählt. Für diejenigen, die mit dem Motorradtransport anreisen, können hier den Hänger stehen lassen, die Tour fahren und wieder zurückkommen. Einfach von der Planung deutlich einfacher. Und ja, für mich war es wieder einfach mal eine richtig, richtig geile Zeit. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Ja, also mir hat es auch mega Spaß gemacht, klar, als erstes. Dann bin ich aber auch total froh, dass das Konzept so gut aufgegangen ist, dass wir hier wirklich die 5 Tage fahren konnten. Es war wirklich viel mehr Planungsaufwand als bei den sonstigen Touren. Deswegen aber halt wirklich ja, auch gerade das richtige Signal jetzt in der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, trotzdem zu Hause auch was zu erleben. Also daher bin ich auch mega happy. Ja, und vielleicht an euch, wenn ihr sowas auch mal erleben wollt. Jetzt gerade ist natürlich die Zeit optimal, um sich auf sowas vorzubereiten. Schaut mal auf adventurecountrytracks.com vorbei. Da findet ihr die Routen der 4 vorigen Jahre, also aus Portugal, aus Griechenland, aus Rumänien und von letztem Jahr aus Italien eben auch. Schaut euch die Routen mal an, die könnt ihr kostenlos runterladen. Wenn ihr den Adventure Country Tracks e.V. gerne auch selber unterstützen möchtet, dann könnt ihr auch Mitglied im Verein werden. Alle Infos dafür findet ihr auch auf der Internetseite. Ja, und dann vielleicht auch noch mal ein kleines Dankeschön schon mal vorab an die Partner und Sponsoren auch, oder? Ja, definitiv. Vielen Dank an die zahlreichen Unterstützer, die wir die letzten Jahre gehabt haben. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Wenn auch ihr Unterstützer werden wollt vom ACT, vom Projekt, vom jährlichen Track eines Landes, dann meldet euch bei uns. Die Informationen findet ihr auf adventurecountrytracks.com. Und bis dahin würde ich sagen, stay home, but keep your dreams alive. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Try to catch me howling at the moon.